Hallo zu meinem Video Kunstköder beschichten Teil 2. Hier soll es jetzt um Farbe auf der Folie gehen. Hier sieht man die Pilker und Zocker, die ich im ersten Teil mit Folie beschichtet habe. Folie, die nimmt sehr schnell Fett an, deswegen mache ich die mit Brennspiritus sauber. Hier benutze ich gleich eine transparente blaue Farbe, Transparentlack. Der kommt auf Folie wirklich immer sehr gut zur Geltung. Diese transparenten Lacke sprühe ich immer möglichst dünn auf, ganz feinen Hauch nur drauf. Die kommen eigentlich erst richtig zur Geltung, wenn die Köder am Ende dann mit Epoxidharz beschichtet werden. Dann sieht man erst, wie schön die Folie durch diese transparenten Lacke noch durchscheint. Das kommt wirklich ganz klasse. Da ich also oft mehrere Köder gleichzeitig lackiere oder beschichte, habe ich mir an meinen Lackiertisch eine Vorrichtung gebaut, wo ich dann so einiges anhängen kann. Bei vielen Ködern lackiere ich eine Seite und beschichte die andere mit Folie. Das kommt auch sehr gut. Wenn mal etwas mehr Lack aufgetragen wurde, dann kann man gerne mal den Föhn nehmen, um zwischendurch ein bisschen zu trocknen. Hier sieht man, dass ich bei dem Köder, wo vorher Kiem und Seitenlinie geritzt wurde, dass ich da einfach mit dem Pinsel ein bisschen Farbe in die Seitenlinie und in die Kiem einbringe. Das Schöne ist, wenn man zu viel aufgetragen hat, dann kann man das einfach oberflächlich abwischen. In den Rillen, da bleibt die Farbe dann trotzdem drin, die wischt man nicht mit raus. Bei Pilkern und Zockern, die ich auf der Ostsee gerne unter Heringsschwärmen oder in Makrelenschwärmen verwende, nehme ich gerne transparent grün oder transparent blau. Das sieht schon sehr natürlich aus. Eine andere Farbe, die ich sehr, sehr gerne verwende, ist gelb-grün oder gelb-rot auf der lackierten Seite. Gerade beim Barschangeln in trüben Gewässern habe ich mit dieser doch grellen UV-Lackierung schon ganz gut Barsche fangen können. Wenn ich Rot oder Grün zusätzlich auftrage, dann versuche ich immer so zu lackieren, dass von dem weißen Grundierungsstreifen und von dem Gelb immer noch ein klein bisschen zu sehen ist. Selbst wenn man nicht transparente Farbe wie hier, den grünen Neonlack, ganz dünn aufträgt, dann scheint die Folie trotzdem noch ein wenig durch. Auch die rote Farbe ist fluoreszierende Farbe. Bei gekauften Wobblern und Jerkbaits sieht man ganz oft einen fluoreszierenden roten Fleck am Bauch der Köder. Das funktioniert bei Zockern und Pilkern genauso klasse. Am Ende des Films zeige ich die Köder nochmal unter UV-Licht, dann sieht man den tollen Effekt. Auf einem Stück Plastik zeichne ich mir jetzt mit einem wasserfesten Stift eine Schablone für die Kiemen an. Ich finde es immer ganz schön, wenn sich die Kiemen oder die gesamte Kopfpartie meiner Köder ein bisschen von dem Rest des Körpers hervorhebt. Deswegen lackiere ich eigentlich alle Kopfpartien erstmal ganz dünn mit Weiß an. Wenn das dann erledigt ist, nehme ich mir schwarze Farbe in meine Airbrush-Pistole und lege die Kiemschablone wieder ganz hart an die
weiße Kante an. Und jetzt sprühe ich ganz vorsichtig an der Schablone längs und die Augenpartie, die nebel ich dann auch nochmal so ein ganz bisschen mit Schwarz über. Wenn man seine Köder dann ganz toll lackieren möchte, dann kann man auch noch eine Flossenschablone basteln. Wie die Kiemenschablone vorhin kann man sich so eine Flossenschablone auch aus einem Stück Plastik schneiden. Diese, die ich hier verwende, das ist eine fertige Schablone. Ich verwende hier rote Farbe für die Flossen. Das mache ich immer ein bisschen von dem Untergrund. Abhängig, welche Farbe ich da nehme. Manchmal kommt Schwarz auch besser oder eine andere Farbe. Kommt immer drauf an, wo man drauf sprüht. Um ein bisschen Fire Tiger Design zu sprühen, habe ich hier aus Folie verschiedene Muster ausgeschnitten. Diese lege ich dann auf und sprühe dann dünn mit schwarzer Farbe drüber. Kann man natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Auf den Ködern fehlen jetzt noch die Augen. Bei einem Köder hatte ich die Augenhöhle etwas ausgebohrt. Hier nehme ich dreidimensionale Augen für. Eigentlich finde ich solche hübschen Augen bei Pilgern und Zockern wirklich nicht notwendig. Hier sieht man ganz viele Folien, wo ich einfach mit einem Locher oder mit einem Stanzeisen runde Kreise ausgestanzt habe. Und hiermit bastel ich mir jetzt meine Augen. Ich finde, auf Pilgern und Zockern, da genügt das vollkommen. Mehr Aufwand braucht man wirklich nicht treiben. Durch die verschiedenen farbigen Folien, die ich mir ausgelocht habe, kann ich mir dann auch mal ein gelbes oder ein rotes Auge aufkleben oder eventuell sogar mal ein Auge aus einer Holographiefolie. Die Pupillen mache ich dann in altbewährter Methode. Einfach einen kleinen Nagelkopf nehmen, in Farbe tunken und mit dem Nagelkopf ein paar schöne kleine Pupillen auf die ausgestanzte Folie aufbringen. Wenn dann die gesamte Farbe, auch die der Pupillen, getrocknet ist, dann kann man sich Epoxidharz anmischen. Hier wieder genau das Mischungsverhältnis beachten. Das Epoxidharz bringe ich dann mit dem Pinsel ziemlich gleichmäßig auf. Man muss natürlich hierbei bedenken, dass das Epoxidharz sehr dünn ist und zum Verlaufen neigt. Durch das Verlaufen des Epoxidharz wird unsere Beschichtung natürlich schön gleichmäßig und glatt. Sollten letzte Luftbläschen zu sehen sein, kann man diese mit so einem kleinen Handbrenner einfach entfernen. Das geht sehr gut. Erst nach dem Beschichten kann man sehen, wie toll der transparente Lack zusammen mit der Folie wirkt. Auch alle anderen Farben kommen erst richtig zur Geltung, wenn die Beschichtung aufgebracht ist.
Man sieht hier sehr viele Haken liegen, die braucht man auch. Das Epoxidharz ist sehr, sehr dünnflüssig, das läuft und fließt. Und wenn man die Köder hingehängt hat, dann muss man sie wirklich ab und zu mal hin und her drehen. Deswegen hängt man an beide Seiten des Köders einen so einen Haken an und kann dann den Köder ab und zu mal mit dem Kopf nach oben und danach wieder mit dem Kopf nach unten hängen. So fließt das Epoxidharz schön hin und her und gibt eine gleichmäßig schöne Oberfläche. Der Glanz hebt das Schuppenmuster sehr schön hervor und auch die Flosse wirkt jetzt wirklich klasse. Das gelbe Auge ist Geschmackssache, aber ich finde das schon ganz schön. Hier sieht man die Mica Solution Folie auf der einen Seite und auf der anderen Seite Holographiefolie, beides ein bisschen mit UV-Grün angesprüht. Hier erkennt man auch, warum ich es so schön finde, wenn man die Kopfpartien ein klein wenig anders absetzt. Das sieht schon sehr schön aus. Ich glaube zwar wirklich, dass es den Fischen sowas von egal ist, ob man sich so viel Mühe gibt und so tolle Farben da reinbringt. Ich finde es jedenfalls schön, wenn meine Köder so aussehen. Auf der anderen Seite des Köders ist die ganz einfache Holographiefolie aufgebracht, die zwar sehr steif ist, aber hier sieht man, wie toll die den Köder zum Glänzen bringt. Auch die etwas natürlicher aussehenden Köder und die geritzten Folien kommen mit der Beschichtung erst richtig zur Geltung. Von diesem Glitterpulver gebe ich jetzt ein bisschen in mein Epoxidharz rein. Wenn man das denn auf die lackierten Seiten der Köder aufbringt, dann gibt das nochmal einen wirklich schönen Effekt. Und man hat auf der nicht mit Folie beschichteten Seite auch nochmal einen kleinen Glitzereffekt auf dem Köder. Aus dem ersten Teil die Mica Solution Folie mit der Edding-Lackierung als Hintergrund. Diese kleinen Feiertiger in grün-gelb oder in rot fische ich am liebsten mit einem kleinen Beifänger über dem Köder. Da habe ich schon so manchen Barsch mit erwischt. Eventuell mache ich sogar mal einen Film darüber. Dieses Angeln mit den Beifängern über diesen kleinen Pilkern, das ist wirklich sehr gut. Hier hängen jetzt die fertig beschichteten Köder und müssen ab und zu mal hin und her gedreht werden, so lange bis das Epoxidharz nicht mehr läuft, und wenn sie dann fertig sind, dann sehen sie so aus. Richtig schöne Pilker und Zocker sind entstanden. Die größeren Köder werde ich auf der Ostsee verwenden und die kleineren werde ich zum Zocken und Pilken auf Barsch und Zander nehmen. Bei Helligkeit sehen die Köder klasse aus und dass sie auch im trüben Wasser sehr gut funktionieren werden, das sieht man hier unter der UV-Lampe. Hier sieht man nun auch den kleinen roten fluoreszierenden Fleck, den man unten am Bauch klar erkennen kann. Die Feiertiger Lackierung kommt sehr gut zur Geltung und ich glaube, dass ich da den ein oder anderen Fisch mitfangen werde.
Ich hoffe, einigen von euch hat mein Video zu Farbe auf Folien gefallen. Wenn jemand noch Fragen hat, kann er sie gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere mir einen Daumen hoch gibt. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.